Recht herzlich willkommen zum Kapitalmarkt-Update der besonderen Art. Und wir haben uns gedacht, wir haben uns auch was Besonderes verdient. Darum Prost, Larry. Cheers. Was war eigentlich für dich heuer die Überraschung bei den Anleihenmärkten? Überraschend für mich war ja, wie wir alle leidvoll mitbekommen, aufgrund des Ukraine-Russland-Konflikts, die stark gestiegenen Rohstoffpreise, die dann letztendlich zu einem extrem starken Inflationsanstieg geführt haben, war natürlich dann die Überraschung nicht groß, dass die Märkte und vor allem die Anleihenmärkte natürlich mit möglichen Zinserhöhungen, die wir dann auch bekommen haben heuer und das nicht so knapp, dementsprechend reagiert haben. Wir haben ja, glaube ich, von der amerikanischen Notenbank über 400 Basispunkte Zinserhöhung gesehen. Auch die EZB ist von 0 Richtung 2% gegangen. Und das hat natürlich schon, sagen wir, im Ausmaß für mich überraschend zu einem Rentencrash geführt. Das kann man ruhig so sagen. Zu einer Bewegung an den Rentenmärkten, die es also historisch gesehen bis dato noch niemals gab. Aber hinter all dem Negativen gibt es was Positives, nämlich das Comeback der Renditen. Gib mir 2 Punkte für 2023. Was wird 2023 der Dreh- und Angelpunkt auf der Konjunktur- oder Anleihenseite sein? Ich glaube, wichtig ist es, einmal zu erkennen und festzustellen, dass wir höchstwahrscheinlich in diesem Winterhalbjahr, in dem wir uns jetzt befinden, in eine Rezession fallen werden. In eine Rezession, die aber nicht allzu stark sein wird oder allzu stark ausfallen wird. Wir wissen ja, normalerweise die Reaktion an den Märkten ist es so, dass es nach Zinserhöhungen eine Zeit lang braucht, um also diese Zinserhöhungen, die dann am Markt letztendlich angekommen sind, auch zu spüren. Darum glaube ich, werden wir in diesem Winterhalbjahr durchaus Rezession haben, etwas sanfter in den Vereinigten Staaten, etwas härter in Europa. Aber trotz allem, glaube ich, wird es für den Rentenmarkt, bei dem, was wir vorher gesagt haben, im Comeback der Renditen, bei dem Renditenniveau, was wir auch mittlerweile haben, auf alle Fälle ein sehr konstruktives, gutes Jahr werden. Sprich, ich gehe davon aus, dass, so wie wir momentan die Märkte einschätzen, wir höchstwahrscheinlich das Inflation Peak, also das Inflationshoch, aber auch unter Umständen schon das Zinshoch bald uns angenähert haben und dass wir also jetzt mittlerweile auch schon beginnen, 2023 so quasi bei 5% in den Vereinigten Staaten das Zinspeak zu sehen und auch in der Eurozone sollten wir irgendwo bei 2,5, 2,75% am höchst angelangt sein. Also von der Seite her nicht noch stärker werdender Zinsdruck würde auf alle Fälle bedeuten, dass es auch für die Anleihen ein ganz guter, angenehmer Pfad ist. Und wie gesagt, mittlerweile gibt es wieder ordentlich an Rendite zu holen und zu gewinnen. Und von der Seite her, denke ich mir, wird für alle Fälle nächstes Jahr 2023 ein durchwegs gutes Jahr für die Renten werden. Ja, auf das kann man trinken, auf das oder? Können wir trinken, Auf das aber kann man trinken. Ein bisschen vorsichtig, weil es schon stark. Ja, gell? schon. Ja. Bevor ich vergesse noch, Larry, du hast uns über die Anleihen gefragt. Wie ist denn so eigentlich deine Meinung über den Aktienmarkt nächstes Jahr? Werden wir da die eine oder andere Überraschung erleben? Naja, ich würd beim Aktienmarkt schon 2 Dinge sehen. Natürlich sind die Aktien auch gefallen. Das hat mit den großen Unsicherheiten zu tun, aber auch mit den Notenbanken, die sehr aggressiv waren, wie du ja schon gesagt hast. Auf der anderen Seite darf man aber nicht vergessen, dass die Unternehmen auch davon profitiert haben. Nämlich auf der einen Seite, dass sie die Preise weitergeben konnten zu einem guten Teil und damit auch die Gewinne relativ stabil gewesen sind bei den Unternehmen. Überraschend stabil, auch für viel länger als viele Analysten das erwartet haben. Auf der anderen Seite, wenn wir da jetzt schon ein bisschen auch den Blick in die Zukunft nehmen, China hat ja zuletzt eine Lockerung in der Covid-Politik angekündigt und das führt dazu, dass ja auch die Wachstumserwartungen wieder etwas besser werden. Und das heißt natürlich für Aktien, wenn man jetzt langfristig darüber nachdenkt, ein Umfeld, das sich grundsätzlich verbessert hat. Wir haben ja auch ein paar andere Punkte, die wir da sehen, zum Beispiel, dass diese Lieferkettenverzerrungen viel geringer worden sind, dass wir auf der anderen Seite zum Beispiel Frachtkosten, die nach unten gegangen sind, Bewertungen, die mittlerweile wieder sehr attraktiv sind. Und wenn wir, so wie du gesagt hast, den Zinspeak oder das Ende der Notenbanken, also was die Zinserhöhungen betrifft, sehen, dann ist es ein guter Nährboden für die Aktienmärkte und auch für den Ausblick.
Wahrscheinlich wird man da noch bis so ins zweite Halbjahr warten. Und ich glaube, dann werden wir eigentlich eine gute Unterstützung haben. Nicht nur für Aktien, auch teilweise für Rohstoffe. Ich würde sagen, wir trinken wieder mal. Noch ein Schlückchen. Und Schlückchen geht noch. Und dann, glaube ich, ist es an der Zeit, dass wir uns bei unseren Zusehern bedanken. Euch alles Gute für 2023 wünschen. Aber vorher soll das Christkind oder der Weihnachtsmann noch recht brav sein. Rutscht gut in das Jahr 2023 und bleibt uns gewogen. Wir bleiben an dieser Stelle und Cheers bis ins nächste Jahr. So ist es. Alles Liebe. Boah, ganz schön heiß. Da magst du auch noch einen Eistee? Ja, bitte, ja. Sehr gut. So. Schaut aber wirklich wie Whisky aus, oder? Super, gell? Sretan Bosic. Boldo Guaraccia. Feliz Natal. Merry Christmas. Geile Christi. God you. Fröhlich Kerstfest. Mary Christmas. Feliz Navidad. Bötschun Ferici. Hüve Jolua. Frohe Weihnachten, wie man Pinzgau sagt. Vesile Vanoce. Schenk Danke, Koljo. Frohe Weihnachten.